Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia und das ist eine richtig neue Folge. Wir starten nämlich jetzt mit Venedig. Ihr wisst ja, Venedig haben wir rausgenommen aus dem Italienabschnitt, weil wir hätten sonst noch so lange gebaut und Venedig hat es wirklich verdient, es sind zwar nur 10 Quadratmeter, eine eigene Fläche zu kriegen. Wir starten jetzt langsam damit, wir brauchen ungefähr 8 bis 9 Monate und wir machen Bella Italia jetzt anders, denn wir haben ein kleines Problem festgestellt. Bella Italia sind ja die kleinen und großen Meisterwerke unseres Italienabschnittes und wir haben die immer von Anfang bis Ende vorgestellt. Da wir euch aber nicht alle Filme am Ende nur zur Eröffnung zeigen wollten, haben wir sie schon 1-2 Jahre vorher teilweise präsentiert, wo die ersten Bauwerke fertig waren, aber wir konnten sie euch nie in der fertigen Anlage zeigen und da fehlte am Ende wirklich so dieses fantastische Bild mit der Nachtsteuerung und so, deswegen machen wir es anders. Wir haben jetzt 8 oder 9 Bauwerke, die wir begleiten werden bei der neuen Folge Bella Italia und wir machen das immer so in einem Monatsupdate. Das heißt, ihr seht die nächsten 8-9 Monate die Gebäude wachsen und am Ende auch wirklich, wie sie wunderschön in der Anlage funktionieren und wirken. Wir haben auch noch was neu. Tobi hat den Hut aufgekriegt. Tobi hat sich ja schon wahnsinnig toll in Italien sozusagen profiliert und jetzt hat Gerd gesagt, du sollst das technisch so ein bisschen leiten, oder? Genau, ich habe die technische Seite übernommen und dass wir das Bild auch wirklich so umsetzen. Technisch heißt also viel am Computer zeichnen. Genau, es ist alles gezeichnet, also die ganzen Gebäude, die ganzen Grundplatten, alles ist gezeichnet, auch die Wasserflächen, dass das nachher auch alles schön zusammenpasst und das so ein bisschen koordinieren und dass der Eindruck nachher stimmt, weil Venedig ist ja so ein bisschen kaputt, ein bisschen nass, dass das alles so in eine Richtung geht. Und versinkt es? Es versinkt jedes Jahr ein bisschen weiter. Ja. Bin gespannt, ob es bei uns auch versinkt. Das ist ganz wichtig, dass wir natürlich jemanden haben, der das Zeichnen leitet, denn wir haben so gut wie gar keine Natur in Venedig. Es sind alles Bauwerke, es sind Palazzo, es ist der Markusplatz, wunderschöne Gebäude, die alle sozusagen richtig gebaut werden müssen. Die zeichnen wir im Computer, dann werden sie gefräst und dann geht diese richtige Kunst los. Aus diesen Tausenden von Einzelteilen wunderschöne Gebäude machen. Und da achtest du drauf, dass das alles gut funktioniert, zusammenpasst und rechtzeitig fertig wird. Und das klappt hoffentlich. Das klappt hoffentlich, Bis Ende des Jahres oder was ist unser Ziel? Bis jetzt, Ende des Jahres, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist doch relativ viel. Ne? Also, seid dabei, das wären ganz spannende Folgen. Wir würden uns freuen, wenn ganz viele von euch zuschauen. So, Tobi und ich sitzen hier immer noch zusammen, denn auch Tobi wird ein Meisterwerk bauen, zusammen mit Fatih. Du wirst zeichnen, Fatih wird zusammenbauen und zwar ein ganz besonderes Gebäude, weil jeder, der schon mal in Venedig war, wird es erkennen. Es liegt direkt am Markusplatz, umschließt sozusagen den Markusplatz, die Prokuratien und den Markusturm. Und das ist eine tolle Herausforderung, oder? Das ist auf jeden Fall eine tolle Herausforderung. Das ist das größte zusammenhängende Gebäude, was wir in Venedig haben, weil es einmal um den kompletten Markusplatz sich rumschlängelt und der Turm ist halt auch gleichzeitig das höchste Gebäude, was dann alles überragen wird. Und habt ihr geschummelt im Maßstab? Weil normalerweise, wenn wir so 1:100 oder 1:87 bauen würden, sind die Gebäude meistens so 4-5 Meter lang und das will ja keiner sehen, also schummeln wir. Hier auch, genau, wir müssen wieder ein bisschen stauchen, ein bisschen dehnen und ein bisschen zerren, gerade in der Höhe. Das ist ja die Herausforderung. Und das sind so die nächsten Schritte, dass man guckt, dass wir das Bild einfangen und trotzdem die Flächenvorgaben einhalten. Okay, und ihr habt schon ziemlich viel gezeichnet? Oder du? Wir haben die Grundform auf jeden Fall und schon mal die ersten Entwürfe, wie das ungefähr aussieht, was die wichtigen Elemente sind. Aber bis wir es tatsächlich fräsen können, dann werden bestimmt noch 2-3 Monate ins Land gehen. So, für diejenigen, die Fatih noch nicht kennen, jetzt ist er im Bild. Du bist seit ungefähr 1,5 Jahren bei uns und hast die Wahnsinnsaufgabe, diese 10.000, haben wir gerade gehört, Puzzleteile zusammenzufügen. Und bist du seit 1,5 Jahren bei uns? Ist das die größte Aufgabe, die du bis jetzt hattest? Ja, ich denke schon, weil das am meisten Teile sind und das größte Gebäude in Venedig ist. Und vorher hast du ja eher so ausgeschmückt. Der Petersplatz ist von dir sozusagen mit Leben voll bestückt worden. Ja, aber auch die Kolonnaden habe ich auch gebaut und die spanische Treppe und ein paar Häuser auch noch schon. Aber noch nie so ein großes Gebäude. Und Respekt, Angst, Zuversicht oder von allem was? Respekt. Keine Angst, das ist schon mal super. Das ist schon mal die richtige Herangehensweise. Und wie macht es sich so jetzt, die Teamarbeit bis jetzt zwischen euch? Alles gut? Ja, ne? Mit Fatih ist das total super. Ich arbeite richtig gerne mit Fatih zusammen. Wir haben aber mit Petersdom auch schon gut zusammengearbeitet. Und so. Das ist für mich eher so ein bisschen unbegreiflich. Das ist das größte Gebäude. Wir wollen ja eigentlich so zum Jahresende fertig werden. 10.000 Teile, also hat mich selbst total geschockt. Das wusste nicht mal ich bis jetzt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob ihr das bis zum Jahresende fertig kriegt. Ja, ich mir auch ein bisschen, aber ich denke, wir schaffen das. Hast du ein Backup zur Not, jemand, der aus dem Team noch mithelfen kann oder so? Ja, da finden wir schon bestimmt noch welche. Also sieht ziemlich entspannt aus. Also ich glaube, ich bin der Einzige, der so ein bisschen nervös ist, weil wir wollen ja unbedingt wirklich bis zum Jahresende fertig werden oder spätestens so bis Ostern nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Ich sehe, da ist die Zeichnung. Ich würde mich tierisch freuen, Tobi, wenn du mir mal ein bisschen was zeigst. Klar. Tobi, man sieht ja jetzt hier die Prokuratien. Und das ist unser Venedig-Abschnitt. Es ist also wirklich genau mittendrin. Was ich jetzt gerade ein bisschen Angst habe, wir liegen ja auf 80 cm Nullhöhe für den Besucher. Das ist ganz schön hoch geworden hier. Oder kann man noch drüber reingucken? Oder sieht man gar nicht mehr, was auf dem Platz sozusagen passiert? Das ist in der Tat ein Problem, was wir noch mal lösen müssen. Wir werden sehr hoch werden. Hast du ein Gefühl, wie hoch?
Ein Maß habe ich jetzt noch nicht. Wir haben das immer so ungefähr hinskaliert. Man sieht, wir ragen schon über die ganzen Gebäude rüber. Und dann hier so reinzuschauen, ist halt schwierig. Man kann das von der anderen Seite ganz gut sehen. Weil das hier etwas flacher ist auf der anderen Seite, oder da? Das heißt, das ist ein bisschen flacher und mit dem Geländer, wir haben immer noch diese Stufe, könnte man dann rüber gucken. Aber machst du es nochmal ganz horizontal? Das heißt also, hier durch ist auch der Winkel nicht möglich. Das heißt, ich sehe zwar hier so durch, den Markusturm sehr gut, aber nicht auf dem Platz. Nee. Okay, das heißt, die großen Menschen, das heißt, wir müssen hier zwingend dran denken, dass wir einen höheren Tritt hinmachen. Genau, dass man schön von oben reingucken kann und auch sieht, was auf dem Markusplatz tatsächlich passiert, damit wir den Blick von oben noch haben. Ne? Okay, sehr spannend. Man sieht jetzt hier, wir haben Venedig tatsächlich sozusagen ein bisschen geschrumpft, aber es ist letztendlich das Wichtigste. Markusplatz, Prokuratien, Basilika, Markusturm ist wirklich das Wichtigste und ich finde, es kommt super zur Geltung. Ich bin sehr gespannt. Ich auch, ob das alles so funktioniert. Jetzt sind wir bei Julia. Julia ist auch erst seit 1,5 Jahren bei uns im Team, ist sozusagen mitten in Italien-Abschnitt eingestiegen und du hast die Toskana-Häuschen, glaube ich, als erstes gebaut. Genau. Warst du da gleich voll drin? Oder war das erstmal nervös, so Modell? Ja, war schon eine Herausforderung, das erste Haus. Aber flutschte das dann ziemlich schnell? Oder? Ich frage dich das nämlich bewusst, weil du hast die Rialto-Brücke als Aufgabe gekriegt, dass man wirklich, jeder kennt, der schon mal in Venedig war. Das ist für mich neben Markusplatz, Markusdom und so, also Basilika, das Highlight schlechthin. Das heißt, du darfst da ja eigentlich auch nichts falsch machen, aber es ist eine schöne Herausforderung, oder? Genau, also man kann sich endlich mal mit den ganzen Details befassen, die man sonst weglassen muss. Das ist eine der schönsten und tollsten und berühmtesten Brücken der Welt. Genau. Und du baust sie. Ich sehe, da sind ja schon die Arkaden, die machst du ja sozusagen hier auf die Seite und dann kann man von dieser Seite so reingehen, ne? Genau. Genau, so reingehen, so reingehen und dann. Und sind es in Wirklichkeit auch diese 6 oder musstest du das aufgrund des Maßstabes verändern? Nein, das sind auch 6 Arkaden in Wirklichkeit, aber die sind ein bisschen gestaucht. Das heißt, sie waren breiter sozusagen. Ja. Okay. Und kannst du es nochmal groß machen? Und da der Canal Grande, der da durchgeht, da gibt es auch das Gerücht, dass wenn man sich küsst darunter, dann hat man viel Glück, oder? Da drunter oder da drauf? Da drunter, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wisst ihr das, ob es da drunter oder da drauf ist? Also ich glaube, ich habe gehört da drunter und dann frage ich mich, musst du dann mit der Gondel wahrscheinlich unter ran? Wahrscheinlich. Also schreibt mal, ob ihr das wisst und ob ihr es schon mal gemacht habt und ob es Glück gebracht hat. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Und Theresa wird das dann ja letztendlich bauen. Genau. Und habt ihr euch schon mal abgesprochen, ob du alle auf einmal lieferst, die Teile? Das sind ja wahrscheinlich auch wieder eine ganze Menge. Oder ob sie dieses Stück, dass sie schon anfangen kann? Nee, sie wartet noch. Genau, sie wartet auf alle Teile und dann übergebe ich ihr das einmal und erkläre, was ich mir dabei gedacht habe und wie das zusammengehört. Ja, das ist ja das Besondere. Das muss sozusagen erstmal alles gezeichnet und gefräst werden. Man denkt auch, Mensch, mit den tollen Techniken, Fräsen, Drucken und so weiter, da kann man das heute einfach einmal auf den Knopf drücken, dann ist das fertig. Nein, es muss ganz, ganz aufwendig gezeichnet werden und dann müssen diese bis zu Tausenden von Teilchen alle liebevoll zusammengebaut werden und dann noch hübsch gemacht werden. Also man fragt sich manchmal, was ist einfacher, ist sozusagen etwas improvisiert selbst zu bauen oder ist so Hightech-mäßig zu bauen. Es ist eine Wahnsinnsarbeit und eine Wahnsinnsliebe und wir werden euch dabei begleiten. Wir haben uns mal Theresa dazu geholt und ihr kennt Theresa, weil Theresa hat das Kolosseum gebaut, dieses Riesending. Und da wäre meine erste Frage, wie motiviert man sich so eine kleine Brücke zu bauen, wenn man so ein Kolosseum gebaut hat? Ich finde es schöner, weil es ist übersichtlicher. Es ist mal was anderes. Ist ja ehrlich gesagt eine Scherzfrage, weil es ist ja die Rialto-Brücke. Ich würde mich ganz toll drauf freuen. Ist es eine Vorfreude oder... Ja. Ich meine, das ist ja auch ehrlich gesagt eine ganze Menge, was da von Julia auf dich zukommt, weil dieses kleine Teil hat schon wieder unheimlich viele kleine Teile. Und du hast jetzt erstmal eine Überbrückungssache oder sitzt du und drehst Däumchen, bis sie mit den Teilen fertig ist? Ich baue erstmal ein Krankenhaus für Hamburg und dann geht's da weiter, um die tolle Rialto-Brücke zu bauen. Na, wir sind ganz gespannt. Theresa wird das bestimmt wieder großartig zusammenbauen und wir werden dich dabei begleiten. Und wir starten in dieser Folge noch ein ganz tolles Highlight, damit der Markusplatz auch wirklich komplett ist und richtig schön im Bauen ist, nämlich mit der Basilika di San Marco, also dem Markusdom. Dann ist sozusagen alles das, was an Highlights auf dem Markusdom ist, perfekt. Und die darf Sven machen. Sven ist seit 10 Jahren schon bei uns oder seit über 10 Jahren, kennt sich also mit Fräsen und Zeichnen sehr, sehr gut aus. Ist das für dich noch ein Highlight, so ein geiles Bauwerk zu bauen oder ist das schon Routine? Nee, vor allen Dingen, es ist ja auch ein Highlight mal wieder. Also vorher haben wir ja die ganzen, nennen wir es mal, Füllobjekte für Venedig gemacht und dann mal wieder sowas Detailliertes zu bauen, ist immer wieder schön. Und du darfst wieder schrumpfen. Und ich muss wieder schrumpfen. Weil es nicht passt. Es passt nie. Passt nie. Seit 10 Jahren darfst du alles passend machen, was nicht passt. Genau. Und gelingt dir das da, so dass es auch noch gut aussieht, harmonisch aussieht? Also ich denke, wenn es nachher fertig ist, ist es wieder gelungen und jeder wird sagen, Bombe, der Wiedererkennungswert ist da. Tobi daneben baut ja zum Beispiel den Markusturm. Sprecht ihr euch dann ab, dass es harmonisch aussieht?
Ja. Unterschiedliche Maßstäbe, also schummelt ihr, sodass der Besucher denkt, es ist alles schön. Also es ist ja immer das große Problem, ist ja immer, der Besucher, wenn er da drauf schaut, auch von dem Winkel von oben, soll denken, dass es perfekt ist. Das ist aber nicht immer unbedingt einheitlicher Maßstab, weil wir schummeln so ein bisschen, wie das Auge es wahrscheinlich sehen will. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben? Das ist genau richtig. Also ich denke mir mal, Tobi wird den Vorteil haben, weil wenn man auf Venedig guckt, ist das, was rausragt, ist der Markusturm. Und da braucht er nicht viel schummeln. Und wir gleichen uns halt nur an diesen visuell markanten Punkten ab. Das heißt, wenn da irgendwelche Firsthöhen auf gleicher Ebene laufen, werden die bei uns auch auf gleicher Ebene laufen oder ein paar Millimeter versetzt und es fällt dann überhaupt nicht auf. Das ist ein gutes Gefühl für mich, dass ihr euch abgleicht. Sehr schön. Und Michael Ja. baut das? Michael hat das Michael große Monumento Emanuele Vittorio, dieser Zungenbrecher, gebaut. Dieses wunderschöne, Ja. tolle Gebäude in Rom. Also davon, Das heißt, er das kennt hoffe sich ich auch schon ganz gut aus. Das Genau. ist ja für ihn, da habt ihr euch abgesprochen so? Hat er dir gesagt, Mensch, das finde ich nicht so schön, oder wie macht ihr das so in so einem Fall? Ich meine, ich kann ihn auch gleich selbst fragen, er kommt gleich dazu. Ja. Nee, also momentan sind wir noch in der Findungsphase bei uns und ganz vieles weiß er. Das wird er wieder mit Figuren zurechtbauen müssen, weil da sehr viele Reliefs drin sind. Da hat er in diesem berühmten Modell, was er in Rom gebaut hat, ja schon Herrlich. üben Durfte dürfen. eine mitmachen. Ja. Und genauso werden wir das wieder hier versuchen umzusetzen und halt auch im Team verzahnt zu arbeiten. Ich bin gespannt, ich frage ihn mal. Ja, jetzt ist Michel da und Michel darf wieder die 1000 kleinen Puzzleteilchen von Sven zusammensetzen, ähnlich wie beim Monumento, wo du mich ja mitbauen lassen hattest. Ja. Also hast du schon mal geguckt, ob wieder ein paar Statuen da sind, die ich verschandeln kann? Kann ich jetzt noch nicht im Einzelnen sagen, was da kommt, aber da wird sich auf jeden Fall was finden. Da, ne? Ja, Oder hast du die definitiv. inzwischen ausgetauscht, die ich gemacht habe? Nee, da? die ist immer noch Die ist da. noch da? Ja. So richtig schön als Mahnmal. So- ne? so wie du ich das durfte gemacht nämlich hast. mitbauen und ich würde auch gerne wieder mitbauen. Also Ja. wenn dir da was einfällt, wäre das echt großartig. Können wir gerne machen, auf jeden Fall. Und meinst du schaffst das so bis Weihnachten, Anfang nächsten Jahres, weil wir wollen so gerne fertig werden, weil die Brücke ja bald kommt? Ja, Das frage ich ich gerade denke jeden. schon. Ich bin ja Also- immer nervös. Von den Ausmaßen ist es ein bisschen kleiner als das Monumento, von daher denke ich, also ein bisschen leichter händelbar, von den Feinheiten vielleicht ein bisschen aufwendiger. Aber grundsätzlich sollte das machbar Das sein. ist ja nur wirklich ein Highlight, was jeder kennt. Das heißt, du musst ausnahmsweise mal ordentlich bauen. Ausnahmsweise, ja. Zumal ich ja auch, also ich war ja nie in Venedig selber, ich muss dann halt gucken, dass ich irgendwie dann trotzdem diesen Flair oder den Charme des Gebäudes dann so umsetzen kann. Okay, das war natürlich ein Scherz. Das Monumento Emanuele Vittorio ist sensationell geworden. Vor allem die Alterungen, so die Schattierung. Das hast du dafür, dass du da noch neu warst im Team, Ja. sensationell gemacht. Ich glaube, deswegen hat man dir auch das anvertraut. Also ich bin's total gespannt. Ich finde es großartig. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder mitbauen darf und wir werden es begleiten. Sven, wir müssen uns jetzt bitte aber noch mal eben über diese Zeichnung unterhalten, denn für Ja, mich, gerne. ehrlich gesagt, sieht das nach einem Atomkraftwerk aus. Echt? Ich dachte, das ist ein Wurfspiel für Heiligenscheine. Also nach so einem Ringe-Wurfspielprinzip. Ach so, werden wie die- dieses ja, Kinderspiel mit genau. den 5 Türmen. Das werden dann praktisch die Säulen oder die Kuppeln kommen noch ein Stück raus. Ja, aber da kann man ja nicht draufwerfen, das geht ja kaputt. Oder animieren, kann man das, also eine witzige Idee, das Ja. Animieren oder so? Dass die Weiß da ich rüberfliegen, so Laser Bestimmt. oder so? Mit Laser, dann, Ja. dann schneiden wir die Türme ja wieder klein. Nee, also da weiß ich nicht, da müsste man mal nachfragen, ob man das Aber es ist eine hinkriegt. witzige Idee, Ja. weil es passt so. Wie wie gut, dass die gesagt, Kamera gerade aus ist und nicht Genau. mitkriegt, was wir hier diskutieren, ne? Wenn Ja, du- das genau, ist meine wenn du hier mal Basilika. guckst. Super. Das heißt, So. das ist nur das Grundgerüst, was du Das bis ist jetzt genau, hast. Das das heißt, du sind- musst dieses ganze Verzierte jetzt noch drumherum malen und zeichnen. genau. Das ist, also ich habe bisher nur einen Grundkörper und die Proportion gesucht und um diese Proportion fange ich dann an, die Verzierung aufzubauen, wie die kleinen Das ist ein Türmchen und Internetbildchen, alles. oder? Genau, das ist. Dann musst du eigentlich nochmal drauf gehen, weil da sieht man ehrlich, was da an Arbeit auf uns zukommt oder auf euch zukommt. Das ist so ein Highlight. Wenn ihr das auch nur annähernd so hinkriegt, ist das Highlight schlecht. Also Michael konnte ja schon üben, dass er hier wieder Figuren einspachtelt in die Fassade. Also das, was wir an Rom aufgebaut haben, werden wir jetzt versuchen zu vollenden. Ich bin gespannt. Wir werden es begleiten. Prokuratien. Am Markusplatz direkt, die sogenannten direkt am Markusplatz sind die weil jeder es kennt, der schon mal in Venedig war. Direkt am Markusplatz liegen die Wort kommt noch ein paar Mal heute. Da. steht der Markusturm und die Provokatien. Das ist was ganz Besonderes und das ist falsch. Prokuratien. Kamera läuft und bitte. Prokuratien. Direkt am Markusplatz sind die Weil ich fand's gut. Ich fand's total spitze. Prokuratien. Prokura. Folge Bella Italia wieder mit einem ganz besonderen Meister. Oder der Markusdom. Keine Luft mehr gekriegt. Basilica de San Marco oder der Martinsdom.
thront über dem Markusplatz, kennt da fast jeder. Man kann es hoffentlich auch von an. Markusdom. Nicht Martinsdom. Was habe ich gesagt? Martin, wieder Martin. Basilika di San Marco, also dem Markus. Unser ganz altgesessenen Zeichner heute baut, ist die Basilika. Basilika di San Marco? Oder auch Markusdom genannt? Ja, Genau. Mensch, sag das doch. Ja. Basilika di San Marco, der Martin. Oh. Und so etwas ganz Besonderes, weil jeder es kennt, ist ja das Großartige in Venedig. Man kennt diese ganzen Gebäude.